der menschliche Lebensraum ist zu aufgeräumt für Insekten. Das heißt, wir brauchen also irgendwie Wohnstätten. Und diese Wohnstätten darf man sich jetzt nicht vorstellen als Schlafplatz, sondern tatsächlich eher als Kindergarten, Puppenstuben. Wenn man ein Insektenhotel bauen will, braucht man erstmal irgendwas, wo sich die Insekten wohlfühlen. Und die bauen am liebsten so Bruthöhlen oder eher Brutröhrchen. Man kennt das vielleicht, wenn man mal irgendwie an einem sandigen Untergrund unterwegs ist und dann sieht, dass da irgendwelche Gänge gebuddelt wurden. Und genau das wollen wir quasi nachstellen. Das kann man am besten so mit Stroh machen, wie wir es hier gerade haben. Staudenknöterich, es bietet sich auch an, oder alles, was irgendwie klein, rund ist. Wichtig ist dabei, wir dürfen nicht durchgängig sein, sondern die dürfen nur einen Eingang haben. Die Insekten kriechen da vorwärts rein, legen am Ende dann irgendwas ab, kriechen wieder raus. Des Weiteren müssen wir darauf achten, dass das irgendwie einigermaßen sonnig ist, denn die Insekten oder die Larven dann können nur schlüpfen, wenn es hinreichend warm ist. Darum haben wir hier einen besonders schönen sonnigen Standplatz. Wir müssen darauf aufpassen, dass es vor Regen einigermaßen geschützt ist. Und was ganz wichtig ist, warum wir heute auch hier sind, die Röhrchen müssen entgratet sein. Das bedeutet, wenn die irgendwie faserig sind oder kaputt sind, oder das ist gerade so das Beispiel hier, das ist schon einigermaßen eingerissen. Das ist schlecht. Wenn da jetzt das Insekt reinkriecht, kann es halt sein, dass es sich die Flügelchen verletzt, und das ist dann eben meistens das Todesurteil. Man kann ganz verschiedene Materialien verwenden, eben irgendwas, was schon ein Röhrchen bildet. Man kann auch Holz nehmen, da einfach reinbohren, das sieht man dann auf der mittleren Etage. Oder man nimmt einfach Stängelziegel, das sind die, was ganz unten da rot zu sehen ist, wo also auch schon irgendwelche Löcher drin sind, die hinten eine Rückwand haben, wo dann die Insekten reinkriechen können. Was wir als allerletztes tun werden, den Maschendraht anbringen, um zu verhindern, dass Vögel sich da also irgendwie was zu essen holen. Wir haben ein paar Abstandshölzer mitgebracht, also es bringt jetzt nichts, das Netz direkt vor der Öffnung der Röhrchen zu machen, weil dann ist es einfach nur eine Art Anflugsschneise für Vögel, sondern wir brauchen so mindestens 10, besser sind 20 cm Abstand, dass selbst der Specht mit seinem langen Schnabel jetzt nicht so leicht rankommt. Wir brauchen Insektenhotels einfach, weil eben der menschliche Lebensraum zu aufgeräumt ist für Insekten. Das heißt, wir brauchen also irgendwie Wohnstätten. Und diese Wohnstätten darf man sich jetzt nicht vorstellen als Schlafplatz, sondern tatsächlich eher als Kindergarten, Puppenstuben. Darum gibt es auch diesen Slogan in Sachsen, Puppenstuben gesucht, wo wir also quasi versuchen, ein Angebot zu schaffen, dass die Insekten da reinkriechen. Die bringen dann meistens erstmal Futter rein in Form von Pollen oder bei Wespenarten zum Teil, da sind die Larven Fleischfressen, das heißt, die gehen erst auf Insektenjagd, legen die dann da rein. Am Ende kommt ein Ei noch in das Röhrchen und wird abgedichtet. Das ist dann immer das, was man sieht, was so ein bisschen lehmartig den Eingang versperrt. Und dann ist eben das Wichtige, wie schon gesagt, der sonnige Standort, dass es ein bisschen ausgebrütet wird quasi, wie bei so einer Henne kann man sich das vorstellen. Und dann schlüpfen die, fressen den Nahrungsvorrat und kriechen dann irgendwann raus und sind das fertige Insekt, wie wir sie quasi kennen. Dafür müssen wir das eigentlich machen.